Hallo und herzlich willkommen auf Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce Tech. Wir sind bei AFCEA und ich habe hier den Thomas. Thomas, grüße dich. Hallo, grüß dich. Thomas, was macht die AFCEA? Magst du uns kurz mal was über dich und über die Firma erzählen, bitte? Ja, sehr gerne. Ich heiße Thomas Wirsching, ich bin der Geschäftsführer von AFCEA Bonn e.V., einem eingetragenen Verein. Wenn man den Begriff AFCEA zunächst einmal sieht, taucht die Frage auf, was bedeutet das überhaupt? Und es steht, englischsprachig, für Allied Forces Communications Electronic Association. Daraus wird schon ersichtlich, wo der HEAD-Verein gegründet wurde, in den USA. Im Jahre 1947, als nach Ende des Zweiten Weltkrieges die sogenannte Vermeldetruppe der US Army sagte, es ist schön, wenn man uns immer fragt, was für Technik wir brauchen. Es wäre deutlich besser, wenn wir mal wüssten, was ist denn auf dem Markt und wo gehen technologische Entwicklungen hin. Wenn man das Revue passieren lässt, 1947 ging es im Wesentlichen um Funkgeräte. Wenn man heute mal guckt in die Welt, Kommunikationssysteme und IT, ist es natürlich technisch sehr viel breiter aufgestellt worden. Da ist ein bisschen was passiert, ja. Im Jahr 1983 hat dann in Bonn, der damaligen Bundeshauptstadt, eine kleine Gruppe, damals von Soldaten, im Grunde genommen die gleichen Fragen gestellt und gesagt, vielleicht sollten wir auch hier ein sogenanntes AFCEA-Chapter gründen. Und 1983 wurde dann AFCEA Bonn aus der Taufe gehoben. Wir freuen uns mittlerweile, dass wir mit über 1400 persönlichen Mitgliedern und mehr als 140 Mitgliedsfirmen das größte europäische AFCEA-Chapter sind. Ihr seid quasi die Plattform oder ihr bietet eine Plattform, wo sich dann die Teilnehmer austauschen können über aktuelle Technologien. Wie macht ihr das? Richtig. Wie funktioniert das mit eurem Funk, mit euren Wir bezeichnen uns immer mal als sogenanntes Anwenderforum. Worum geht es? Es geht darum, dass auf der einen Seite sogenannte Bedarfsträger, das können Streitkräfte sein, das kann die Polizei sein, das können Behördenorganisationen mit Sicherheitsaufgaben sein, sich informieren sollen, was kann denn durch mögliche Bedarfsdecker, das ist immer noch die Industrie, überhaupt bereitgestellt werden, um unseren Bedarf, den wir im Bereich Kommunikation und IT haben, zu decken. Und das hat sich jetzt mittlerweile über mehr als 40 Jahre bewährt, dass die sich über das Jahr in verschiedenen Veranstaltungsformaten austauschen. Die größte Veranstaltung, die diese AFCEA macht, mittlerweile jetzt dieses Jahr zum 39. Mal, ist eine sogenannte Fachausstellung. Die wird in Bonn im World Conference Center im Mai durchgeführt. Und wir haben dieses Jahr erstmals über 300 ausstellende Firmen, die dort ihre Produkte und ihre Fähigkeiten einmal vorstellen. Und wir erwarten wieder an 2 Tagen mehr als 7.500 Besucher, die durch die Ausstellung gehen, in der Regel mit vielen Firmen vorher schon Gesprächstermine vereinbart haben, um sich schlichtweg zu informieren. Super. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du uns kurz mal die AFCEA vorgestellt hast. Ich denke, das ist für viele Leute draußen interessant, gerade wenn es um Technologien geht, die man nicht versteht, um zu gucken, wie man sich untereinander austauschen kann und jeder die Plattform dafür bietet. Ja? Darf ich vielleicht noch einen abschließenden Satz sagen? Gerne. Sie können sich auf unserer Homepage www.afcea.de über unser Jahresprogramm informieren. Wir führen ein gutes Dutzend Veranstaltungen durch, nicht nur Ausstellungen, sondern insbesondere Fachausstellungen, wo spezifische Themen mit Fachleuten erörtert werden. Und wir packen euch den Link einmal in die Videobeschreibung unten rein, dann könnt ihr direkt draufklicken und dann da weitere Informationen abrufen. Ja, wir schauen mal, was es noch so auf der Enforce Tech zu sehen gibt. Abonniert gerne den Kanal und klickt die Glocke, damit ihr keine Videos verpasst. Wir sind raus, bis dann, macht's gut, bye bye.